Heute will ich euch zeigen, wie ich meine leckeren Brötchen zubereite. Dazu werde ich zwei Mischungen ansetzen mit zwei verschiedenen Rezepten. Einmal das Brötchenrezept von Bäcker Sübke und einmal meins, was ich schon seit Wochen und Monaten hier zubereite. Brötchen lassen sich ganz einfach zubereiten. Dazu ist gar nicht viel Aufwand nötig. Wir brauchen hier einmal Weizenmehl Typ 550. So, dann brauchen wir 20 Gramm Salz, ein bisschen Zucker, 5 Gramm, Hefe, 25 Gramm, ein bisschen Butter, 10 bis 20 Gramm und ein bisschen Wasser, hier ca. 650 Milliliter, ein bisschen lauwarmes Wasser. Okay, und dann kann es auch schon losgehen. Ich beginne dann mit dem Mehl. Das schütte ich in die Schüssel hinein. Das Ganze würde übrigens auch mit 405er Mehl funktionieren, das wird aber nicht so gut. So, als erstes kommt das Salz in das Mehl rein und wird gut verteilt. 20 Gramm Salz ist ungefähr dieser Löffel, einmal glatt abgestrichen. Gut verteilen. So, dann wird das Mehl ein bisschen glatt gemacht und in der Mitte eine Kuhle geformt. Da kommt dann jetzt die Hefe rein. Ich habe auch früher 2 Päckchen Trockenhefe genommen, das geht genauso. So, die Hefe könnte man jetzt erst auflösen, aber es reicht auch, wenn man die hier so reinbröselt in die Kuhle. Ein bisschen Zucker dazu, die 5 Gramm. Und einen Schluck von dem Wasser, sodass die Hefe so gerade so bedeckt ist mit Wasser und sich auflösen kann. So, dann schippe ich jetzt vom Rand hier ein bisschen Mehl über die Hefe und stelle das ein bisschen beiseite, sodass die Hefe ihre Arbeit beginnen kann. So, und jetzt warten wir, bis die ersten Blasen hier rauskommen, lassen noch ein bisschen stehen. Damit sich der ganze Aufwand lohnt, mache ich eigentlich immer gerne 2 Kilogramm Mehl. Das zweite Rezept, das ich euch zeigen will, ist eigentlich noch ein bisschen einfacher als das erste. Ich nehme einfach ein bisschen mehr Hefe und dafür lasse ich die Butter weg. Ansonsten bleibt alles gleich. Hier löse ich die Hefe vorher auf, aber ihr könnt wie gesagt auch 2 Tütchen Trockenhefe in die Kuhle schütten, das geht genauso. Hier seht ihr mal, dass man nicht alles hundertprozentig abwiegen muss, was man da reinmacht. So, hier sieht man schön, wie die Hefe anfängt zu arbeiten. Sie kommt direkt oben herausgequillt. Das ist jetzt die Zeit, wo wir den Teig fertig machen können. Dazu streue ich schon mal ein wenig Mehl auf ein Nudelbrett, um den Teig darauf später kneten zu können. Das macht sich übrigens viel besser, als den Teig in der Schüssel zu kneten. Das restliche Wasser kommt jetzt dazu. Und der Teig wird mit dem Löffel umgerührt. Ich brauche keine Maschinen dazu, keine Knetmaschine oder irgendwas. Mir reichen ein Löffel und meine Hände für diese Arbeit. Einmal schön umrühren, sodass sich die Flüssigkeit gut verteilt. Jetzt kommt die Butter noch dazu. Und das Ganze wird noch einmal schön durchgerührt. Wenn das Wasser einigermaßen gebunden ist und das meiste Mehl im Teig steckt, dann reicht das aus mit dem Löffel. So ungefähr. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt kommt einfach alles auf das Nudelbrett geschüttet. Noch ein bisschen ausgekratzt, was noch hängen geblieben ist. Und jetzt wird der ganze Teig richtig gut mit den Händen durchgeknetet. Das geht jetzt, weil der Teig nicht mehr so klebrig und feucht ist. Der Teig muss jetzt richtig gut durchgeknetet werden. Das dauert mindestens 5 Minuten lang. Ihr werdet merken, wie sich der Teig anders anfühlt nach einer gewissen Zeit und geschmeidiger wird. Auf dem Nudelbrett habe ich immer ein bisschen Mehl, damit der Teig eben nicht anklebt. Nach einigen Minuten ist er schon richtig schön geschmeidig geworden, der Teig. So, jetzt kommt der Teig wieder in die Schüssel rein. Zum Ruhen.
Dazu decke ich die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab und lege einfach ein Brett darauf, damit der Teig schön feucht bleibt. So, der kann jetzt ruhen für die nächste Stunde mindestens und ich kann mich um den zweiten Teig kümmern. Nachdem der erste Teig nun gut eine Stunde gegangen ist, nehme ich ihn noch einmal aus der Schüssel heraus und knete ihn aber nicht noch einmal durch, damit die Poren, die sich gebildet haben, inzwischen nicht zerstört werden. Er wird einfach nur auseinandergenommen und einfach wieder zusammengefaltet. So ungefähr. Ein bisschen in Mehl geschwenkt und wieder zurück in die Schüssel. Diese stelle ich jetzt wieder für gut eine Stunde beiseite. Dasselbe mache ich jetzt auch nochmal für den zweiten Teig. Und auch der wird dann wieder für eine weitere Stunde zur Seite gestellt. So, inzwischen ist der erste Teig fertig und kann weiterverarbeitet werden. Dazu brauche ich wieder ein bemehltes Nudelbrett und diesmal noch ein Messer. Jetzt werde ich den Teig aufteilen, und zwar werde ich in 16 Teile teilen. Dazu wird der Teig erst einmal zu einer Rolle geformt. Bei einer Rolle, da fühle ich dann mit den Händen, wie dick die Rolle ist und mache die Rolle an allen Stellen ungefähr gleich dick. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum mache ich denn jetzt 16 Teile daraus und nicht zum Beispiel 20? Die Antwort ist ganz einfach. Ich kann 16 Teile einfach durch ständiges Halbieren erhalten. Mit dem Messer halbiere ich die Stücken jeweils immer. Das mache ich 4-mal und erhalte so 16 Stücken. Die nächste Aufgabe wird jetzt sein, die Brötchen in Form zu bringen. Da kann man verschiedene Formen wählen. Bei der ersten Variante wird das Teigstück einfach zwischen den Händen gerollt und dann ein wenig flach auf das Nudelbrett gedrückt. Dabei entsteht automatisch eine Brötchenform. Eine weitere Variante ist, die Brötchen rund zu formen. Das mache ich hier, indem ich die Brötchen rund wirke. Das heißt, ich drehe das Teigstück in der Hand und stülpe dabei den Rand von unten wieder an die Mitte. Ich hoffe, man sieht das ein wenig auf dem Video. Die letztendlich perfekte runde Form dabei entsteht, wenn das Brötchen auf dem Nudelbrett gedreht wird. Dass danach die Unterseite der Brötchen nicht ganz glatt aussieht, darf euch nicht weiter abschrecken. Das fördert eher die Fluffigkeit der Brötchen am Ende. Jetzt schiebe ich die Brötchen noch ein wenig hin und her, damit sie auf der Unterseite ein bisschen mehlig werden und auf dem Brett nicht festkleben. Der Abstand der Brötchen wird dann so gewählt, dass sie beim Garen nicht zusammenwachsen können. Das Ganze decke ich jetzt mit 1 oder 2 Geschirrtüchern ab, damit die Brötchen nicht austrocknen können. Nach circa einer Viertelstunde werden die Brötchen jetzt eingeschnitten, damit sie später nicht aufplatzen. Jetzt brauche ich Platz für den zweiten Teig, den ich auch noch in 16 Brötchen aufteilen werde. Das mache ich ganz genauso wie beim ersten Teig. Wer möchte, kann auch auf die 4. Teilung verzichten und erhält damit etwas größere Brötchen. Man könnte sagen, größere Baguettebrötchen. Jetzt wird es höchste Zeit, den Herd anzuheizen. Ich stelle eine Temperatur von ca. 225 Grad Celsius ein und den Herd auf Ober- und Unterhitze. Für den nötigen Dampf im Herd sorgt ein kleines Töpfchen, in das ich jetzt ein wenig kochendes Wasser gieße und in den Herd stelle. So, die ersten Brötchen sind nun fertig und können in den Ofen rein. Jetzt werden die Brötchen noch mit
ein wenig Wasser eingestrichen. Ich mache immer gerne noch ein bisschen Salz in das Wasser rein. So wird dann die Kruste am Außen schön glatt und knusprig. Die übrigen lasse ich noch abgedeckt, das kommt dann beim nächsten Mal rein. Jetzt hole ich aus dem Ofen die vorgeheizten Bleche heraus. Das ist wichtig, dass die vorgeheizt sind, weil es sonst zu lange dauern würde, bis die Brötchen auch von der Unterseite Hitze bekommen und dadurch ungleichmäßig backen würden. Backpapier ist übrigens für die Bleche nicht nötig. Die Brötchen werden nicht anbacken. Es gibt da noch spezielle Brötchenbackbleche, die viele Löcher unten haben, sodass von unten auch die Hitze ordentlich und vor allen Dingen auch der Dampf an die Brötchen herankommt. Wenn alle Brötchen schließlich auf dem Blech liegen, kommt es in den Ofen und das nächste heiße Blech wird herausgeholt und befüllt. Beim Öffnen des Ofens müsst ihr immer daran denken, den heißen Wasserdampf zuerst abzulassen. Der Kurzzeitwecker wird auf 19 Minuten gestellt, dann sollte die oberste Lage Brötchen fertig sein und die Bleche werden gewechselt, damit auch die untere Lage ein wenig Oberhitze abbekommt. Vielleicht probiere ich das Ganze demnächst auch mal mit Umluft aus, dann natürlich mit reduzierter Hitze. So, jetzt sind die Brötchen fertig und können aus dem Ofen genommen werden. Die Brötchen sollten nicht zu lange im Ofen bleiben. Die herrliche Farbe und der Duft machen richtig Appetit. So, jetzt muss dasselbe nochmal mit der zweiten Ladung gemacht werden, nach dem anderen Rezept, nach dem einfachen Rezept. Auch wieder mit dem Wechsel der Lagen. Nach 15 bis 20 Minuten. Ich finde es einfach toll, wenn das ganze Haus nach den frisch gebackenen Brötchen riecht. Jetzt sind auch die letzten Brötchen fertig und können aus dem Ofen raus. Hier liegen nun die lecker Brötchen zum Abkühlen, bevor sie eingefroren werden können. Damit sollte man dann auch nicht allzu lange warten, damit sie ihren Geschmack nicht verlieren. Ich habe die Brötchen gerade gewogen. Das Gewicht im Durchschnitt eines Brötchens haben also 90 Gramm. Das ist eins der größeren. Die haben alle so ungefähr 95 Gramm hier. Mal in dieser Form, mal länglich, knapp unter 90 Gramm, knapp unter 90 Gramm. So, das geht hier bis 80 Gramm und knapp unter 80. Die sind alle verschieden groß. Aber das macht nichts, das ist sogar gut. Manchmal hat man ein bisschen mehr Hunger, dann nimmt man ein größeres, manchmal ein bisschen weniger Hunger, dann nimmt man einfach ein kleineres. Das ist die Ausbeute an Brötchen, die ich aus 2 Kilogramm Mehl bekommen habe. Das reicht dann so circa knapp 2 Wochen bei uns. Die Brötchen können jetzt in Gefrierbeutel verpackt werden und eingefroren werden. Die Beutel verwende ich dabei viele Male. Die sind schon oft verwendet worden. In einen 3-Liter-Beutel bekomme ich hier so 19 Brötchen sogar rein. Früh wird einfach die Tüte genommen, 3 Brötchen rausgenommen. Die packe ich dann auf den Teller, kommen ganz kurz in eine Mikrowelle, bis sie von außen warm sind. Dann sind sie natürlich auch von innen warm. Dann eine Runde auf den Toaster, einmal gewendet. Und dann schmecken sie wie frisch. Diese 4 Beutel friere ich dann ein und habe mir natürlich 2, 3 Kostproben noch zur Seite gelegt. So, dann bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, die kleine Videoanleitung hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken, aber Achtung, es besteht durchaus die Gefahr, dass ihr danach nur noch eure eigenen Brötchen essen wollt. Das Rezept und einige Links findet ihr in der Beschreibung des Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Zum Schluss noch ein Tipp zum Reinigen des Nudelbretts. Bis dann, macht's gut! So, jetzt geht es noch ans Saubermachen. Und da habe ich was ganz Tolles hier aus dem Baumarkt. Und zwar ist das hier eine Ziehklinge. Das ist ein stabiles Metall. Der einzige Nachteil, wenn man das für die Küche nimmt,
ist, dass das ein bisschen dunkle Stellen oder Rost oder schnell Rost ansetzt. Man muss es also ständig trocken halten und vielleicht auch ein bisschen einölen. Es geht aber wunderbar, um solche Holzbretter richtig schön sauber zu bekommen. Hier solche Sachen, wo Teig fest geworden ist, das ist kein Problem. Hier das würde man sonst nie abbekommen. Und schon ist das ganze Brett